So, wir haben Sonntag. Wir haben schon, glaube ich, jetzt 9:30 Uhr. Ja, etwa. Habe ich geschaut genau. Und wie geht's? Der Nebel ist allmählich weg. Man sieht wieder was. Der Campingplatz, der Azur Camping. So, ich näher mich den Rhein. Nur noch 154 Kilometer. Da sehen wir ein bisschen jetzt die roten Felsen, wie die Gegend hier so berühmt ist. Echt verpflichtend für Angler sein, so mindestens 10 Meter vorher ein Warnschild aufzustellen. Und nicht beschweren, wenn man in die Routen wegfährt, wenn man ums Eck geschossen kommt. Ich vergaß, das heißt heutzutage nicht geschossen, man konnte sagen, ums Eck gechischt. Denken wir es doch, keine Boje. Es bewegt sich. Da kann man das Ziel gerecht auf den Fisch, den Angelhaken am Kopf knallen. Reicht vielleicht schon eigentlich das Blei, wenn man gut zielt.
So, da hat sie das nächste Wehr. Schauen wir mal, ob diesmal die Sportschleuse funktioniert. Oder ob ich wieder Stress hoch 3 habe. Ganz bin ich mal gespannt. Scheinbar eine Mischung zwischen Fischpass und Bootschleuse. Bin ich mal gespannt. Es strömt noch fleißig Wasser nach durch die Schleuse. Dann kommt hier ein Fischpass und Schleuse. Bin mal gespannt. Echt gespannt, wie es ausschaut. Eine kombinierte Schleuse und Fischpass. Bin mal gespannt, was da aus dem Wasser auftaucht. Oh, da taucht schon was auf. Bin ich mal gespannt. An der Schwimmstelle ist die dritte Stufe freigelegt. Immer mehr Treppen frei. Bin mal gespannt, wie dann irgendwo hier muss dann Schluss sein in der Gegend mit Treppen. Und hier beginnt dann die Bootschleuse. Das Tor ist offen. Hurra! Das Gefühl hat eine Ewigkeit gedauert und das Dumme ist, man kann da oben nicht in Ruhe mal Markierungen setzen. Da hat nichts, was dazu einlädt, nur Beton. So, aber jetzt Tiefen erholt und entspannt geht's weiter. Da muss ich echt schauen, dass ich hinkomme zu der Ruine. Obwohl, ja, ich würde sagen Halbruine. Schauen wir mal, wenn ich Glück habe, da schaut eigentlich ganz gut aus, dass ich irgendwo ein Boot hochkriege. Aber da über ein Haus, da sieht noch ein Weg aus. Genau. Irgendwo bei diesem Haus, da muss ich raus. Okay, da vorne hast du die offizielle Anlegestelle. Und ein Eismobil hat extra für mich auch da. So, die Wegzeichnung dürfte reichen zur Burg rauf. Ja, schönes Straßendörfchen. Und nach der Apotheke links geht es zur Burg rauf. Ich stelle mal Verkaufslager von der Apotheke. Blasenpflaster zum Hochlaufen. In Österreich hätte man sowas natürlich einen Schrägaufzug, hier in Deutschland nicht. So ein Drohnen-Eislieferservice auf halber Strecke, das wäre der Renner. Das würde laufen wie nach Basumpi.
nehme an für Fledermäuse-Brutkästen, aber ich lasse mich gerne korrigieren. Okay, ich habe gerade erfahren, man kann in die Burg gar nicht wirklich rein. Wir sind ja schon seit 8 Monaten fertig mit dem Renovieren, aber die Behörden machen trotzdem nicht auf. Naja, das ist eine steinreiche Gegend. Habe ich schon gemerkt, so wirklich Tourismus haben die hier nicht nötig. Das ist, nee, braucht man nicht. Hier doch nicht. Hier wird eine ziemliche Geldspur hingelegt. Oh. Da kommt eine alte Dampflok daher, sogar mit Haufen Wegen hinten dran. Kein Ende. Ja. So, weg von der Burg, die geschlossen ist, aber sah auch von außen nicht schlecht aus. Und weiter geht's. Das ist ja mal extrem kurvig, da kriegt man einen Kampf in den Pedalen. Also den Füßen meine ich, die Pedale bedienen. Und hier scheint einen größeren Hafen zu haben. Es liegen hier mehrere Schiffe. Echt sagen, hier sehr viele nette, dicke, also Frachtschifffahrer,
Die gehen ein bisschen die Geschwindigkeit reduzieren, wenn so ein kleiner roter Kajakfahrer kommt. Liebes Abend hier für Motorboote, die dann irgendwo vor Anker gehen und sich sonnen lassen. Oder auch wie da vorne ins Wasser reinspringen. Ah nee, der ist sportlich unterwegs. Ein Wasserskifahrer, der noch übt. So richtig scheint es noch nicht zu klappen. Schauen wir mal, ob jetzt der Start klappt. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Das Seil ist gespannt. Und? Wird er es schaffen? Wird er es schaffen? Höchste Konzentration. Noch ein paar ermunternde Worte. Wann geht's jetzt los? Habe ich rechtzeitig, bevor ich vorbeitreibe? Oh. Nein, schon wieder gescheitert. Schon beim ersten Anfahren ging es daneben. So, ein erneutes Ausrichten. Oh nein, das dauert, das erlebe ich jetzt nicht mehr. Ja, haben wir noch eine Karotten-Schnupselpause. Wir werden vom Bergabfahrer überholt. Ja, das sind die Kühe von Kilometer 136. Ihre eigene Anschrift. Und da haben wir die nächste Schleuse. Warum funktioniert es immer ein schlechtes Zeichen, wenn nicht da steht Sportschleuse? Schauen wir mal. Irgendwie vielleicht mal richtig Pessimismus, dass das nicht funktioniert. Ich glaube es eigentlich weniger. Jetzt sind bei mir 3 vorbei, da so schnell keiner runterkommen. Das heißt wieder ausladen und umtragen. Aber nichtsdestotrotz, wir schauen uns das Desaster mal an. So. Hier der Eingang total dicht. Da kommt kein Fisch mehr rauf. So. Und auch schon weiter unten. Da auch zu. Wie befürchtet, die Schleuse geht nicht. Jetzt überlegen, was wir machen. Boot da runter wird schon irgendwie gehen. Kann man das Eck drücken, irgendwie wahrscheinlich auch noch, aber
Das Beladen wird dann sehr schwierig. Auf der anderen Seite hat das eine schöne Rampe, aber eine höllische Strömung. Das wird nicht leicht. Oder eine Stunde warten. Gehen wir davon aus, dass die Rampe vielleicht doch da hinten durchgeht. Wenn es hier muss da durch, da mal ein bisschen ruhiger, da müsste es gehen. Aber bevor ich jetzt eine Stunde warte auf einen großen, nee, da habe ich absolut keinen Bock. Ja, jetzt geht halt hier die Treppen rauf, Boot entladen, oben wieder den Wagen drauf und rüber. Oh, geht doch. Einfach unglaublich, wie man durch so Schleusen verwöhnt wird. Das ist ein echtes Drama, wenn man es manuell machen muss. Traum geschafft, wirklich rentiert hat sich die Action nicht. Ich fahre aber genau gleichzeitig mit Fracht aus der Schleuse raus. Naja, nichtsdestotrotz schauen wir noch, dass wir uns da die Burg da oben anschauen. Geht Expedition Burg. So, laut Beschreibung hier hoch bis zum letzten Giebel, dann rechts und dann Rathaus wieder links. Ich bin auf dem richtigen Weg und weiß auch, wie die Burg heißt. Freudenburg. Ah, ein guter Name, Freudenburg. Genau, und jetzt gibt es nur eine Richtung bergauf. So, man merkt, langsam nähere ich mich dem Rhein. Die lieben Lungen hast du doch am Rhein, oder? Nicht am Main. Also, ich glaube, heute würde ich einen Schrägaufzug nehmen. Eben habe ich einen Amerikaner getroffen. Er hat gemeint, ich hab erst gerade angefangen. Ich glaube, er hat sich ganz ernst gemeint. Da vorne sehe ich schon die erste Mauer. Ich habe Glück, hier ist die Mauer. Und an der Mauer schließt dann gleich die Burg an. Boah, heute gibt es oben Cappuccino. Wenn nicht, drehe ich durch. Hier wieder doch diesmal ausnahmsweise ein Eiskaffee. Extra groß. Am besten 2 Stück. Ja, am Maskrug Eiskaffee. Das wär's. Schade, ich habe gedacht, man könnte in den Turm hier rein, aber wie es so ausschaut, ist der Weg versperrt. Schöne Treppen rauf, aber okay. Würde man wahrscheinlich reihenweise in die Tiefe stürzen, weil er nicht abgesichert ist. Dass es hier nicht abgesichert ist. Man könnte auf die Idee kommen, da zu balancieren drauf. Man wäre nicht mal darauf hingewiesen, dass es verboten ist. Also, wenn ich im richtigen Land wäre, wäre es natürlich schon eine Versuchung wert. Und hier wird auf einmal das Balancieren gefährlich. Ja, da ist die Mauer ein bisschen schrottiger. Ansonsten ist scheinbar erlaubt. Ich habe hier echtes. Ich
Von jetzt kann ich gut Fotos machen und laufe dann rückwärts und fällt dann rüber. Ja, jetzt kapiere ich das. Sieht schön aus, aber ich habe noch kurz Rundblick, aber dann habe ich was Sensationelles entdeckt. Das darf gar nicht wahr sein. Also falls mal einer hier kurz Hitzeschlag hat, halbert kollabiert, da gibt es hier einen Wasserhahn. Ich bin nur gespannt, wie aus diesem Wasserhahn auch Wasser rauskommt. Die Spannung steigt ins Unerträgliche. Achtung! Wow! Es kommt Wasser raus! Ja, Wahnsinn! Wahnsinn! Dass hier nicht abgesichert ist, da spielen Kinder fangen und schwupps fliegen sie den Hang runter. Oder rutschig, nass. Bin ich glücklich. Wenn es noch etwas hinhaut, kann ich mit einem schallenden Lachen abtreten. Mit besten Grüßen an die nächsten Generationen. Ihr seid sowas von im Arsch. Ich könnte mich sowas von Scheps lachen. Mann, ich habe das Glück der späten Geburt und am Ende das Glück der frühen Geburt. Ich muss ja immer, sorry, ich bin ja immer bester Laune. Das baut immer sowas von auf. Ich habe keine Kinder. Einfach geil. So. Und jetzt das Ganze wieder abwärts.
Also das Grau da ist das älteste Haus im Ort, aber halt nur hergerichtet. Aber die Bausubstanz ist uralt. Da war ein Schild vorher dran, auf der anderen Seite. Jetzt haben wir 18:30 Uhr. Mal schauen, ob wir irgendwas zum Übernachten finden. Hinter der Brücke, da hätte es was Besseres zum Anlanden gehabt. Aber das kann man ja schlecht riechen. Und eventuell da auch nochmal. Campingplätze geben, also Wohnmobilstellplätze, Campingplätze geben, wo man campen dürft, offiziell, das wär's. Die hat es in jeder Ortschaft. Verstehen die, die haben Vorräte für 5 Monate an Bord, die brauchen gar nichts. – 18:39 Uhr, ist ja noch ein bisschen früh, aber das gefällt mir das hier. Da kann ich schon mal einen Kocher hinstellen zum Kochen. Das gefällt mir. Am Dicken ziehen wir es dann noch weiter an Land, das Boot. Können wir auch mal nutzen, das Ganze.